somit herzliches Willkommen zu Noire. Wir sehen hier noch einmal den kleinen Einspieler. Und wir schauen uns noch einmal hier den Bericht an. I just got this handed to me. A hit and run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site, the coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Hey, you think those Vice boys get any Ja, das war jetzt nicht allzu lang. Sehr gut. Ja, Ray's Café, Opfer der Fahrerflucht. Schauen wir mal zu Ray's Café. Oh, Susie, you are so bad. Was? Also. Hast ich mich gemeint, glaube ich, oder? Nö. So, Steven, wie schaut's aus? Was für einen Wagen nehmen wir heute? Mal schauen, welcher überhaupt draußen steht. Unser privater mal sicher wahrscheinlich. Der Polizeiwagen steht auch da. Aber ich würde sagen, heute fahren wir mit unserem privaten mal, oder? Ja. Auf Zivil. Aber den kann man nicht wechseln, oder? Direkt den... Ist egal. So, Orte, da werden wir doch mal einstellen. Ray's Café. Schon eingestellt, oder wie? Moment, Karte. Ah ja, perfekt. Na, optimal. Würde ich sagen. Fahren wir da mal hin. Looks like the DA is gonna press charges. Anna Rodriguez might do time. Ah, der letzte Fall noch, da redet er nochmal drüber. I don't know, Cole. She's an easy make and the DA likes convictions. I'll convince him to let it go. How do you do that? I'll give him something better. So, müssen wir hier noch runter? Moment mal. Dann fahren wir noch eine Gasse runter. Ach, so geil, die komplette Stadt aufgebaut hier. Geil. Wenn ich hier fahre, kriege ich da irgendwie Bock auf GTA. Was sagt ihr? Da gibt es diese geile Polizei-Mod, das war glaube ich leider nur auf Englisch. Aber irgendwie kriege ich da Bock auf GTA, Freunde. Ich weiß nicht warum, aber... So, wir fahren hier mal ganz entspannt her. Aber fahren eigentlich so langsam. So, hier geht doch sicher gleich das Video los, ja. Gut, dann pack dich halt da ein, wo es hingehörst. Also, wo es gescriptet ist. Und da liegt er schon. So, das wird unser Gerichtsmediziner. So, die Zeit sollten wir auch stoppen. Sehr gut, Zeit läuft. Aha, da zeigen uns schon die möglichen Interviewpartner, ja. So, bevor wir aber, jetzt habe ich es während dem Fahren wieder nicht ganz mitbekommen. Gelitten. Ich weiß nicht, Cole. Sie ist leicht zu überführen und mag Verurteilungen. Ach so, da reden sie über die, genau. Das ist, ach so, dass er die Frau von dem Typen, den wir letztens bei Verfolgungsjagd noch gefangen haben, jetzt ist mir der Name entfallen, Rodriguez, oder hat sie ja geheißen, genau, die das auch so nicht gerollt, wie wir da bei ihr heimkommen sind, ja, und Cole versucht den Richter zu überzeugen, dass er sie nicht einsperrt, dann mit dem Kind und so, genau, ja. Cole Phelps, traffic. What have we got? Vic is a white male named Lester Patterson. Walked Lester out of the Patterson. bar and into the street. Car hit over there and he ended up here. Dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. Okay. She lives above the bar. Name is Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the yellow brick road. Is that so? We'll take a formal statement later. So. Right now we're going to take a look around. Genau. So, ich packe jetzt mein eigenes Buch noch einmal aus. Schreiben wir das jetzt auf, wer oft weiß ich dann die Namen schon wieder nicht mehr, wer wohin gehört.
Lester. Paddison. Lester Paddison. Genau. Ja, genau, stimmt. Shannon Barry. Okay, die muss man glaube ich nicht aufschreiben. Die werden wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich noch einmal interviewen, aber es passt schon. Gehen wir mal hin und ja, schauen wir uns mal um, hätte ich gesagt. Als erster schauen wir uns mal ihn an, genau. Phelps? Jo. You should take a look. I Oh, landed on sorry. his face and ended up here. Mach du I willst must reden have mit struck mir. him from behind. Okay, dann schauen wir uns mal an und dann reden wir mit ihm. Oh, das... Ach du Scheiße, das knackst ein bisschen. Holy shit. Nee. So, fangen wir links an. Aber da werden wir jetzt nicht wirklich was finden. Nope. Oh, ich freue mich schon so auf die anderen Fälle auch. Ich kann mich schon überhaupt nicht mehr erinnern. Branddezernat, Sitte. Sitte kann aber... Oh, Sitte kann aber auch schwierig werden, oder? Ach du Scheiße. Eieiei. Was war noch? Ah, Mord, genau. Ja, aber Mord ist ja, das ist ja, wir sind ja da auch mehr oder weniger Mord, oder? Aber hier hat es halt immer mit irgendwie mit dem Auto zu tun und dann Mord, ja. Ja, okay, sehen wir dann eh. Sitte dann, ja, mit den schlüpfrigen Mädchen wahrscheinlich. Ja, kann interessant werden. So, wenn wir dann zur Dame rüberkommen, muss ich eh noch was sagen auch. Was haben wir hier mal im Start? Dear Mr. Patterson. Lebensversicherung. Wie kommen wir da jetzt weiter runter? Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, Antrag 14f. Achso, sorry. Wie geht's weiter? Erhalten haben und vor der Prüfung gegeben, dass wir die Prämie erhöhen, oder? Von 3,70 auf 5,90. Erhöhung tritt ab 1. Okay. Während unsere Standardpolice zur Todesfall oder bei der Wechselfähigkeit bietet, garantiert diese neue Versicherung ihre Auszahlungssumme von 16.000. Okay, was zur Hölle? Ja, gut, das haben wir noch gesehen. Patterson has life insurance. Er hat eine Lebensversicherung, genau. Aber wer hat das noch einmal, er hat selber erhöht, oder wie? Von 3,70 auf 5,90 oder hat das die Versicherung gemacht? Aber ich glaube, das wird jetzt nicht wirklich wichtig sein. Ja. Er hat einmal eine Lebensversicherung, das ist einmal das Wichtigste überhaupt. So, jetzt schauen wir da mal rein. So, da haben wir wieder die License, den Führerschein. Ja genau, und da steht das Alter 36. Ja, und jetzt habe ich es auch gesehen. Notify next of kin. Ja. Da links oben seht ihr es, Dezember, 27. Dezember, 46 bis 47 ist ja nur wirklich nur ein Jahr gültig damals gewesen, mit Fingerabdruck und alles mit dabei, deswegen steht auch das Alter drin. Das habe ich beim letzten gar nicht gesehen, was wir da untersucht haben. So, LP haben wir da unten, das gehört also ihm. Ein paar Dollarnoten, aber das dürfte nichts Aufregendes sein. Okay, sehr schön. Perfekt, hier diese Detektivarbeiten, so ich glaube das war's, mehr geht da nicht. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Ja, warum glaube ich das jetzt irgendwie nicht? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Also das wäre jetzt wahrscheinlich wieder zu einfach und zu offensichtlich, dass er jetzt einfach wirklich nur hier beim Unfall so gestorben ist. Da ist sicher noch irgendwas anderes im Busch, ich spüre das. So, das ist immer schön eigentlich hier alles markiert, die wichtigen Sachen hier, gelb. Die Blutspur, ja, okay.
Body traveled a good 20 feet. Schaut so aus. Never the same, are they? Wer ist er? Da schreibt sie auch was auf, okay. Ach so, ich muss mich umschauen, sorry. Gerade meinen Einsatz verpasst. Hallo, wer bist du? Okay, mehr gibt's da nicht. So, ein Schritt zurück. Was haben wir hier? Jetzt. This blood is a long way from the body. Car must have been going like a bat out of hell. Ein Affenzahn, ja, ich glaube. Speeding, also Geschwindigkeitsübertretung wird höchstwahrscheinlich sein geringeres Problem am heutigen Abend gewesen sein. Also nur so ein Ticket für Speeding, das wäre wahrscheinlich lieber als wie dieser Unfall. Also vom verleuchteten Fahrer aus gesehen jetzt. So the driver managed to brake before the impact. Mhm. Und wenn er jetzt ihn jetzt unbedingt, genau, wenn er jetzt ihn jetzt unbedingt niederfahren wollte, glaube ich nicht, dass er da vorher hier eine Vollbremsung hingelegt hätte. Vermutung, von mir jetzt gesehen, das ist Panik einfach weitergefahren, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn ich da wirklich den niederfahren würde oder möchte, würde ich vorher nicht bremsen. Außer, er hätte sonst vielleicht nicht erwischt, wäre zu schnell und vorbeigefahren wäre an ihm. Schwer zu sagen, aber ich glaube, da geht schon in Dimensionen so weit, müssen wir da glaube ich gar nicht denken. So, hier gibt's... What? Was hat er gesagt? Habe ich gar nicht gehört. Moment, das Protokoll. Sie gehört ganz Ihnen. Ja, dankeschön. Das will ich doch hoffen. Genau, wenn wir die dann reden, werden wir noch einmal... Die müssen noch einmal da zum Sprechen kommen. Auf Sie. Und im Allgemeinen. Die Damen, so, da will ich jetzt auch nicht reingehen. So, bis hier ist abgesperrt. Liegt hier noch was? Nope. Das Spiel macht so viel Spaß, wirklich. Weil ich ja im Prinzip... So, wieder die berühmte Bierflasche, die wir aufheben können? Nein. Oh! What the hell? Ach du Scheiße. Ein Messer? Oh, wow, wow. Covered in blood. Could be a steak knife. This is a hit and run Könnte, case, ja, es Phelps. könnte aber auch Anyone could die... have thrown away a kitchen knife. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. Mordwaffe sein, oder? Zum Beispiel. Wir haben ja sonst auch überall Pistole und noch eine Pistole und so gefunden bei den vorigen Fällen, also... Praktiker, warum greift er sich eigentlich ohne Handschuhe an? Das ist auch ein bisschen komisch. So, da steht wieder die berühmte Bierflasche, die glaube ich aber jetzt nicht auf den... Das kaufe ich euch jetzt nicht ab, dass wir das unbedingt brauchen. So, noch was weggeschmissen. Also die Bierflasche, auf die falle ich jetzt nicht, aber irgendwo wahrscheinlich brauchen wir es, oder? So, schauen wir sich die an, das ist keine Bierflasche, aber... Ja, das ist die leeren Flaschen, die lassen wir in Zukunft. So, wir schauen hier nochmal um die Ecke, darauf wird wohl nichts mehr sein. Aber was haben wir hier noch? Vielleicht liegt ja hier noch was. Race Café. Der ist nice. Nehmen wir den gleich einmal mit, dass wir den freischalten, oder? Den finde ich irgendwie cool. Sehr schön. Chevrolet Pickup 2. Perfekt, haben wir den auch freigeschalten, so nebenbei. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber... So, und hier sind wir aber, glaube ich, schon eine Nummer... Oder einen Meter zu weit, glaube ich, ja. Ich glaube, wir können wieder zurück. Das war alles. Aber wenn wir nicht hier Cole Phelps werden, müssen wir direkt hier nochmal einen Blick nach oben riskieren, aber nö. Da schläft schon alles. Gut. Interviewen wir die nette Dame. Aha, sie wird gespeichert jetzt auf einmal. Okay. Auch nicht schlecht. Achso, wenn wir vielleicht den Tatort verlassen oder so, kann das sein. Deswegen könnte es... Ach so, da steht es sogar... Da steht es sogar ein E. Oder wie, war das vorher schon hier? War das eh schon vorher hier? Habe ich das gar nicht gesehen? Na gut, dann war das... Das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, dann ist klar, dass wir das sowieso finden müssten. So, sollen wir reingehen oder... Ne, jetzt redest du mit der Dame hier. Ja, bevor wir es richtig anreden. Ich finde irgendwie... Die sehen alle echt gut aus, die Frauen. Die von der Mimik brauchen wir gar nicht reden. Das ist ja sowieso, das ist sowieso geil, auch bei den Männern im Allgemeinen, ist schon klar. Aber die Frauen schon alle irgendwie, ich weiß nicht. Machen wir mal einen Blick. Perry? Miss Yes? Perry. I'm Detective Phelps. Also für Spiel Das ist mein jetzt Partner, schaut die auch Detective relativ Phelps. scharf aus irgendwie, finde ich. Ja, jetzt scharf in dem Sinne, aber gut gemacht, das Gesicht. Beschreibung des verdächtigen Fahrzeuges, Augenzeugenbericht. Ja, dann fragen wir mal. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Nette Stimme. Hat einen Streit gehört. Ja, muss man. Ja. Wie schaut sie? Eigentlich komplett gerade. Und ich würde sagen, ja, der kaufe ich alles ab. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Okay, das war mal richtig. Beschreibung des verdächtigen Fahrzeugs. Nehmen wir das. Ja. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Ja, sie schaut eigentlich gleich. Das nehmen wir nochmal Wahrheit. Did you see the license plate? Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. Okay. Streit? Was gehört? Tell me more about the argument you heard. Well, there were two voices. A man and a woman. That's all. Okay. Da hat schon ein bisschen die Lippen komisch verzogen. Schaut's nach oben. Jetzt schaut's nach oben, wie geil. Ja, cool. Ja, okay, das ist jetzt wieder... Hin und wieder sieht man es fast überhaupt nicht, so wie bei den komischen Typen, der dich sowieso nur immer anlügt. Der Botschafts-Hansi da von Argentinien. Aber sie ist ja Wahnsinn, oder? Das müssen wir natürlich definitiv anzweifeln. Ja. Sie ist irgendwie nett auch. Ja, ja. Ich kann mir nicht helfen. Why are you holding out? Alleine deswegen, wegen den Frauen spiele ich schon I'm weiter. sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress and things look pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Okay. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope Ja. you find that driver and put him away. Gehen wir noch mal einen Kaffee rauf? Certainly got away Da with ins the Café? days, Nö, Phelps. okay, dann schade. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. I'll take the bartender. You work the rest of the room. Okay, bevor wir den Bartender, hole ich mal hier mal die Info vom Ding. Vielleicht bringt uns das vorher gleich was. Wir anrufen müssen wir im Prinzip Operator, sowieso. give me R&I. Das würde schon jetzt die Putting you through now. Kennzeichenabfrage sein, oder? Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Thanks for your help. Looks like we caught a break on this one. Also eins muss ich sagen, die Tante hier am Telefon ist wahnsinnig schnell, wenn wir irgendwas wissen wollen. Das ist unfassbar. Wo hat die Infos her so schnell? Das gibt's ja nicht. So this is why everybody
comes to raise. Ja, das kleine Poker-Hinterzimmer, alles klar. Wahrscheinlich auch nicht ganz legal. Hier einen kleinen Türschlitz, dass wir durchschauen können, dass nicht jeder rein kann. Da geht's raus wahrscheinlich, ja. Achso, da waren wir eh schon. Okay, alles klar. So. Und der Birdie braucht wieder eine Info. Und zwar William Shelton. Besitzer des Autos. So, ist notiert, dass ich da einen kleinen Überblick habe, wenn da schnell über was geredet wird. So, lieber Barmann, jetzt interviewen wir mal dich hier. I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Your name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. Lorna. I'm here all day. You want Shit. information? I'm your guy. Ah, kann ich jetzt nicht durchgehen. Lorna Patterson. Okay. Streit in der Bar mitgehört. Beziehung zum Opfer. Fahrerflucht. Na, fangen wir mal mit der Fahrerflucht an. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. Ja. Also eins ist einmal klar, die Wahrheit ist es nicht. So viel kann ich glaube ich herauslesen. Aber ich kann ihm jetzt nichts beweisen. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Mhm. Ich glaube, wir nehmen eher A Streit, witness aber mit... overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Ja, komm, du erzählst uns doch wieder nicht alles. Das ist doch schon wieder so einer, der erzählt uns im Prinzip nie die Wahrheit, oder? Also jetzt definitiv auch nicht. Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? Ja, jetzt werden wir schon ein What was bisschen... going on here? Genau, Lorna was genau. pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy. Leroy Sabo, the owner. Mhm. Gemeinsames Geschäftsvorhaben. Da haken wir doch noch einmal nach. How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? I just served the drinks. Ja, ja, du bist ein bisschen ein Komiker, oder? Bartenders hear all sorts of things. Are you gonna tell me, or do we have to start playing rough? When Russ, Lester genau. was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Is Leroy doing well? Hell no. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Ja, da waren wir schon. Okay. Beziehung zum Opfer, lass mich raten. Wieder Do you anzweifeln. know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Gut, aber allerdings jetzt muss ich sagen, schaut er jetzt ja, ohne Zucker eigentlich geradeaus. Ja, da gibt es eigentlich nicht viel anzuzweifeln, oder? Not one of your favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife.
She didn't seem too interested in the booze, though. Thanks for your help, Lynch. I'm gonna need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. Get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Mhm. Also Lester ist... Ja, okay. Anscheinend nicht da. So. Ja, ich glaube so die erste Zeitung beim Wiederspielen, weil ich sie noch einmal spielen musste, verpasst, aber wer es sehen will, ich starte euch die Zeitung hier, diesen nächsten Artikel. Wer es sehen will. Courtney, come in. Have a seat. Thanks, Doc. How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, Doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can unfortunately be very long-term. So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. We can reveal the root of the problem. Then we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, Doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. Was geht denn hier mit den Drogen ab? Verdammt noch einmal. Oder fehlt mir schon wieder der Durchblick, oder? Nein, das wird sich erst aufklären dann vielleicht. Ja, danke. Ja, 2. Na, super. Ja, super. Jetzt habe ich sicher auch früher schon eine verpasst, oder? Naja, ist egal. Ist ja egal. So. Was machen wir jetzt überhaupt? Ne, die Namen bringen mir jetzt nichts. Orte? What? Okay, warum ist das noch nicht abgehakt? Pattersons Wohnsitz. Oder Shelton. Wir fahren vielleicht zu den Pattersons. Fehlt mir hier noch was, oder? Warum ist das Lokal nicht abgehakt? Careful where you're stepping, Phelps. I don't come down to the station house and tap dance on your desk. Sorry, Phelps, do you mind if I get on with this? Haben wir das gerade verpasst? Nein. Okay. Warum ist das noch nicht abgehakt? Das ist mir jetzt ein bisschen... Fehlt mir noch was? Nein, oder? Ja, doch alles. Egal. Können wir da drin damit irgendwen... mit Leichenwagen. Ja, Moment, den schalten wir aber kurz frei. Wenn wir schon da sind. Gerichtsmedizin, Wein. Ja. So, wo parkt denn unser Auto eigentlich? Was zur Hölle? Da hinten? Nein. So, ein Polizeiwagen. Also ich bin ja daher gefahren. Aber das Spiel hat mein Auto woanders hingestellt. Oder haben die uns jetzt den Polizeiwagen dahin geparkt? Nee, oder? Wo ist mein Auto?
Na, ist ja toll. Jetzt parkt das falsche Auto hier, na das finde ich ja geil. Er steckt schon ein, wieso steckt er jetzt nicht ein? Jetzt steckt er ins Auto nicht ein, ich glaub's ja nicht. Ah, bitte schneller, komm. Ja, schneller geht's nicht. Ja, leichtes Joggen. So, können wir hier einsteigen? Ach so, im Datengebiet läuft er nicht schneller. Okay, ja, hier können wir reinsteigen. Ja, auch komisch, aber gut. So, wo ist unser Auto? Das gibt's ja nicht. So, wir müssen wieder darüber fahren. Wo ist denn das Revier eigentlich? Das wäre hier. Das Revier ist hier. Zentralrevier. Shelton. Aber warum ist es jetzt gelb auch? Ist das ein Pflichttermin oder wie? Boah, die schneiden sich da gegenseitig fast. So, wir fahren kurz zum Revier. Any central unit. 459 with possible suspects inside at 829 South Olive. Unit to handle code 2 identifying. Ah, falsch abgebogen. Shit. Da sind wir ja. Da parkt doch unser Auto, das gibt's doch nicht. Unfassbar. Und wir haben unser Auto geschnappt. So, Moment, müssen wir da jetzt irgendwo hin? Gut, aber wenn wir es da nicht drin haben, dann... Nö. Da, dort. Na, ist ja egal, lassen wir das einmal. So. You can drive. Ja, genau, jetzt haben wir genug Zeit verschwendet. Beamen wir uns gleich hin. Beamen wir uns gleich einmal hin. So the wife was there when it happened, but then left the scene. You're right. That's pretty unusual behavior. She could be in shock. I saw some people do some strange things in the war after their buddies got killed. Maybe. Maybe she doesn't give a fuck. According to the patrons, her old man was a piece of work. You don't think... Phelps, the guy was run over. So it worked out well for this broad. So what? Maybe she deserved to catch a break. Who knows? Ja, wer weiß. Ja. Klopfen wir mal an bei den Pattersons. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Ja gut, die schaut ja nicht allzu. Can you tell me what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in '44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, I and beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Aha. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy.
Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Und Fahrerflucht. Das ist übrigens das erste. Grund des Streites. Partnerschaft mit Leroy Sabo. Aha, na. Grund des Streites will ich mal wissen. You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Ja. Habe ich da jetzt... Ja, Streit, aber... Habe ich da einen... Liebe Sabo und Lorna Patterson. Einen Streit... Zeugin berichtet von einem Streit über den Unfall. Ja gut, jetzt... Ja gut, das ist jetzt... Ja. Okay, das ist es ja, aber... das ist jetzt kein Beweis, ist jetzt nicht zugegeben, aber wir zweifeln es an, weil das war jetzt definitiv nicht alles. Das ist wieder so eine Person, die eher weniger die Wahrheit sagt, jetzt so meine Vermutung. Admit it, you were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. Da haben wir mal die richtige Idee gehabt. Mit seinem Buddies. Sie ist irgendwie unsympathisch und verheimlicht aber einiges. Aber wir werden das Sache... Nein, habe ich gerade nicht. Deswegen sind wir hier. Und du was anderes zu tun, als dämliche Fragen zu stellen? Naja, das werden wir schon hinkriegen hier auf Columbo-Style. Fahrerflucht. Ja. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Alleine wie sie schon betont. Ja, wir haben ja keinen Beweis, also müssen wir es mal anzweifeln auf jeden Fall, so nach dem Blick wieder einmal nach. Aber wir haben schon wieder 5 Intuitionspunkte. Ja. You expect me to believe that, Lorna? It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me, he was yelling at the whole world. I kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. So, Mr. Sabo. So, wie schauen wir eigentlich so rein? Der hat noch ein bisschen angepisst. The bartender said that you and Leroy were planning to go into business together. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. Was war nochmal unsere Frage? Jetzt habe ich es ein bisschen verpeilt. Moment. Sie und Leute wollten einen Laden aufmachen. Können Sie mir erklären, wie Sie an das Geld
wie das Geld dafür kommen wollten. Ich habe etwas gespart. Moment. Was ist da eigentlich mit dem Versicherungsbrief? Den kann ich mir ja nicht mehr ansehen. Kann ich mir den nochmal ansehen? Nein. Scheiße, ist sie da drin gestanden? Ja, das muss der Versicherungsbrief sein, oder? Das wird doch Sinn machen, wenn sie dann hier die Kohle kassiert. Naja, klar. Das muss es sein, oder? Das muss es sein. Aber jetzt gehen wir auf Nummer sicher. Und wir 81% der Spielanbringer hat einen Intuitionspunkt. Das probieren wir jetzt auch. Ja, sag ich doch, Lüge. Aber ich... Ja, dann kann es nur das sein. Ja. Wahrheit 0,8. Das ist schon... Das ist eine geile Ding. Anzweifeln würde ich noch verstehen. Genau. Knallhart eine Lüge. Being economical with the truth, Lorna. You want to back that up, little man? Das ist ein Little Man. Ja, so 100%ig bin ich dann, aber wenn man es ungefähr mal drauf hat, aber immer verstehe ich nicht ganz, was das Spiel meint, aber macht schon Sinn jetzt in dem Fall noch mal. Premium on Lester's life insurance. GI insurance policies have a $10,000 payout. It was Leroy's idea. Lester lived on the edge. He was always getting into fights, crap games, pinochle, you name it. Turns out it was good advice. It speaks to motive and premeditation, Lorna. You're forgetting the hit-and-run detective. Naja, ist ja klar, die Frau... Die Frau kriegt im Normalfall die Auszahlung. Now if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. Alles sehr nachgeht. Geil. Ich glaube, wir haben uns noch nicht das letzte. Kann ich mich noch umsehen eigentlich, bevor wenn er was sagt, oder? Gut, das wird nicht viel bringen, oder? Aber ich schau mal gerne die Wohnung an. Darf ich hier kurz, oder? Danke. Nähmaschine hier. Raus in den kleinen Garten. Geht's da noch irgendwo rauf, oder ist das alles? Entschuldigung, ich schaue mich kurz um. Da steht ein paar Bier. Miss Pedersen? Herr Sabo, stört es Ihnen, wenn ich kurz Telefon benutze? Danke. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Are there any messages for me? Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Na, machen wir das doch gleich. Sofort zur Gerichtsmedizin. Danke für die Info. Stephen, müssen Sie Gerichtsmedizin. Und ich habe gerade gesehen, ich habe die Zeit übersehen. Ich glaube, es ist schon ein bisschen länger der Bart. Sorry dafür, wenn es jemandem vielleicht zu lang ist. Schreibt mir das ruhig rein. Und wenn es euch nichts ausmacht, schreibt es mir bitte auch rein. Dass ich es weiß, falls es wirklich mal passt und ich ein bisschen länger hier auftröse. Hier, 2 Streifenwagen. Hallo Kollegen, alles klar? Wo geht's hin? Jetzt können wir die Räder nachfahren, oder? Das wäre auch lustig. Ah, die biegen ab und die anderen fahren. Okay, Streife, passt. So, das war's mit dem Part. Ich bedanke mich. Bin schon gespannt, ob... Ja, schaut fast aus, als würde das jetzt einen Dicken länger gehen, als wie die vorigen Parts vielleicht. Unter Umständen. Aber das war's mal mit dem Part. Ich sage herzlichen Dank und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal, liebe Detektivfreunde, wenn es weitergeht beim Fall Eine himmlische Ehe. Bis dann. Ciao, ciao.